Hallo zusammen. So, dritter Tag. Ich dachte mir eigentlich heute Morgen, ja komm, fährst aus Hamburg raus und dann erzählst du mal ein bisschen was gestern Abend noch vorgefallen ist und machst dann eine kleine Einleitung. Jetzt habe ich schon 25 Kilometer auf dem Tacho und bin immer noch nicht raus aus Hamburg, aber ich glaube, langsam nähere ich mich den eher ländlichen Gegenden. Jetzt geht es nämlich hier in den Wald hinein und bei der nächstbesten Sitzmöglichkeit oder Rastmöglichkeit werde ich da mal ein bisschen was erzählen, was gestern noch passiert ist. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ja, heute geht es auf jeden Fall Richtung Bremen. Das erste Etappenziel ist Zeven und danach käme Bremen. Da ich gestern, werde ich später noch erklären, ziemlich viel gefahren bin, werde ich heute etwas weniger machen. Ich denke mal so 100 Kilometer müssen das sein. Ich habe mir ein Hotel rausgesucht hinter Zeven. Und ja, da habe ich auch schon was reserviert. Also das ist alles geritzt. Das Zelt ist fast trocken, es ist noch ein bisschen klamm. Deswegen will ich es noch eine Nacht trocknen lassen. Und dann morgen werde ich wahrscheinlich wieder zelten. So, jetzt geht es erstmal weiter. Okay, da fahre ich nicht nur mit einer Hand runter. Ja, da bin ich gerade runtergefahren. Ich weiß nicht, ob das so die Kamera jetzt wirkt, aber es ist relativ steil. Mit dem Mountainbike hätte das echt Bock gemacht. Mit dem Trekkingbike ist es, naja, das ist eher suboptimal, weil da oben sind noch jede Menge Wurzeln gewesen. Muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Jetzt geht es hier weiter durch den Wald. Sehr schön hier. Sehr sandiger Boden. Boah, so wie es runterging, ging es auch wieder rauf. Ich musste schieben, keine Chance. Da vorne bin ich gerade hochgekommen. Über die Videoaufnahme wirkt das wahrscheinlich wieder nicht, aber es ist ziemlich steil. Und alles voller Laub, Wurzeln, aufgewühlter Boden. Und jetzt muss ich da links auch noch hoch. Hochfahren mit dem Trekkingrad in dem Gewicht, never ever. Das ist jetzt ein Mountainbike, was nicht beladen wäre. Würde ich mich, glaube ich, schwer tun, da hochzufahren. Da wird es wahrscheinlich noch gehen, aber da ist wirklich steil. Puh, geschafft. Manchmal zweifle ich ja daran, wo Komoot mich hier lang schickt. Das war jetzt hier auch noch so ein ganz schmaler Pfad, der hier lang ging. Aber da vorne ist wieder die Straße. Los geht's. Da. So, dann nochmal mal zum Thema. Also gestern Abend. Ich glaube, dass ich bei der Elbe angekommen bin, hatte ich glaube ich noch gefilmt. Ja, danach konnte ich nicht mehr filmen, weil meine Kamera auf einmal leer war. Die hatte eigentlich noch 50% Akku, aber ich vermute mal, ich habe sie nicht ausgeschaltet und weggepackt. Und dann hat sich der Akku leer gesaugt. Ja, jedenfalls wollte ich ja noch zu den Kollegen nach Hamburg fahren. Also ich bin gestern Abend, das habe ich auch getan, bin 162 Kilometer gefahren. Allerdings war der Weg an der Elbe entlang, den ich hätte nehmen sollen, war komplett gesperrt. Da waren zwei Wege, die waren mit einem Tor verschlossen, mit Kette drum, mit dem Schild, Durchfahrt nur mit Genehmigung. Also musste ich einen großen Umweg über die Dörfer fahren, um nach Hamburg zu kommen. Ja, es lief auch soweit ganz gut, ich kam schnell voran. Und dann 30 Kilometer vorm Ziel hatte ich dann hinten einen Platten. Das heißt, ich durfte erstmal den Reifen hinten flicken und bin dann weitergefahren und bin dann irgendwie, es hat sich dann alles so verzögert, ich bin dann irgendwann
durch diesen Umweg und den Platten. Ich bin dann um 11:30 bei meinem Kollegen angekommen. Aber dann hat noch alles gut funktioniert. Ich konnte das Zelt aufhängen, dass es ein bisschen trocknet. Das ist jetzt auch, wie gesagt, fast trocken. Aber ich muss auch sagen, heute der Tag fällt mir etwas schwerer. Ich merke, glaube ich, dass ich gestern so extrem viele Kilometer gemacht habe. Mein linkes Knie macht sich ein bisschen bemerkbar. Deswegen lasse ich es heute noch ein bisschen ruhiger angehen und werde nicht ganz so weit fahren. Also die 100 Kilometer werden es wahrscheinlich ungefähr sein. Ja, so viel dazu. Ja, aus dem Weg nach Hamburg raus gab es auch noch ein paar Probleme, denn ich hatte... Komoot konnte mir den Weg nicht genau anzeigen. Und dann habe ich versucht, den Weg irgendwie so zu finden. Dann fuhr ich dann in irgendeine große Baustelle, musste den kompletten Weg zurückfahren und Google wollte mich den gleichen Weg entlang führen. Also musste ich selber irgendwie meinen Weg suchen. Habe es dann aber kurz oder lang gefunden. Aber ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Kilometer, glaube ich, allein dafür verplempert. Aber naja, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Ich esse jetzt hier noch meine Butterbrezel. Ich habe auch gerade schon noch 2 Teilchen gegessen, weil ich muss mal sehen, dass ich mehr esse. Weil gestern bin ich über 9 Stunden Fahrrad gefahren und ich habe viel zu wenig gegessen. Auch gestern, als ich beim Kollegen ankam, es war schon viel zu spät und ich hatte auch gar keinen Appetit. Und da habe ich wahrscheinlich gestern ein bisschen Raubbau in meinem Körper betrieben. Und ich möchte zwar noch ein paar Kilos verlieren, aber das ist nicht die richtige Art und Weise dafür. Heute ist echt viel Schieben angesagt. Jetzt gerade ging erst schön bergab. Und dann bin ich jetzt gerade da vorne hochgekommen. Man kann es vielleicht grob erahnen. So unfassbar steil. Hochfahren war echt unmöglich. Deswegen habe ich einfach mal geschoben. Naja. Das geht den ganzen Tag schon so, auch in Hamburg. Also ich dachte immer, Hamburg wäre eher flach, aber da ging es die ganze Zeit bergauf, bergab, bergauf. Aber jetzt haben wir es hoffentlich bald. Ich hoffe zumindest, dass das nicht den ganzen Tag so geht. Ich mag schon gar nicht an die Eifel denken. Aber da fährt man die ganze Zeit bergauf und hofft wenigstens mit einer netten Aussicht belohnt zu werden, was ist, nichts ist. Ist leider auch alles flach, obwohl es sich nicht so angefühlt hat. So, von Hamburg selbst habe ich übrigens nicht allzu viel gefilmt, weil so die richtig schönen Sehenswürdigkeiten und Highlights von Hamburg habe ich jetzt auf dem Weg raus aus Hamburg. Bin ich eigentlich ein wenig vorbeigekommen. Die Fahrt rein nach Hamburg, das hat sich gelohnt. Vor allem, das war im Dunkeln. Ne, also Hamburg bei Nacht, das war schon ziemlich schön. Aber ich hatte halt keinen Akku mehr. Es geht dankbarerweise mal wieder bergab. Gerade eben musste ich mich wieder ein Stück schieben, weil es einfach wieder zu steil war. Aber ich bin zumindest oben angekommen. So, jetzt geht's da weiter. Ich merke auch, ich komme heute deutlich schlechter voran. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein linkes Knie mir zunehmend wehtut. Ich hoffe, dass das sich morgen wieder legt. Nicht, dass das am Ende noch ein ernsthaftes Problem wird oder sogar die ganze Tour gefährdet. Das wäre echt scheiße. Naja, ich lasse mich überraschen. Was anderes kann ich gerade eh nicht tun. Ich glaube, irgendwas stimmt mit der GoPro nicht. Jetzt hatte ich gerade das gleiche Problem wieder.
Mein einer Akku hatte noch 80% eben. Jetzt war der Akku schon wieder leer, beziehungsweise die Kamera ließ sich nicht einschalten. Und diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Kamera ausgemacht habe, weil ich jetzt immer gewartet habe, ob die Kamera ausgeht, bevor ich sie weggepackt habe. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Naja, ich hoffe, wenn ich den nochmal lade, dass es dann wieder okay ist, aber keine Ahnung. Wäre ärgerlich. Im Moment läuft es ganz gut, geht gut vorwärts. Und jetzt gerade, wo es ein bisschen öfter bergab geht und nicht die ganze Zeit bergauf, geht es meinem Knie auch mal wieder einen Ticken besser. Ich habe selber nicht mal geglaubt, aber es ist Tatsache passiert, ich habe etwas gefunden. Nach, weiß ich nicht, über 300 Kilometern habe ich das erste D-Route 7 Schild gefunden. Ich glaube es ja nicht. Allerdings habe ich auch, muss ich sagen, glaube ich, in letzter Zeit nicht mehr so darauf geachtet, weil ich einfach damit nicht mehr gerechnet habe. Aber es gibt's scheinbar. So, ich habe mir gerade mal eine kleine Pause gegönnt und habe mal was gegessen, ein Schnitzel mit Kroketten, damit ich heute auch mal ordentlich was gegessen habe. Und scheinbar, wie ich feststellen musste, sind sich Komoot und die Beschilderung der D-Route 7 nicht einig. Gerade an einer Straße sagt das Schild geradeaus, Komoot sagt, ich soll links fahren. Wer weiß, wie viel Komoot da sonst noch rumgemurkst hat. Ich hatte die Route ja runtergeladen, importiert und auch Komoot extra gesagt, er soll nicht an der Route ändern. Tja, wer weiß, wer weiß. Also ich habe keine Ahnung, was Komoot da rumgemurkst hat. Und wie viel am Ende jetzt wirklich dann die D-Route 7 war. Aber ich bin jetzt nach Komoot gefahren, also mache ich das jetzt auch erstmal weiter. Allerdings fahre ich jetzt hier auf einer Landstraße. Auch nicht so geil. Boah, ich bin jetzt bestimmt 3 Kilometer über diese scheiß gepflasterte Straße gefahren hinter mir. Es ist echt ein Albtraum, darüber zu fahren. Man kommt einfach nicht vorwärts, weil alles rappelt und das Fahrrad springt einem hin, wo man will. Und jetzt habe ich mich schon gefreut, jetzt darf ich endlich abbiegen. Und was ist? Der Scheiß geht genau da weiter. Müsste ich da lang fahren oder da lang fahren, hätte ich wenigstens nochmal einen Schotter. Da lässt sich immer noch besser drauf fahren als auf diesem Mist. Aber es hilft ja nichts. Es muss ja vorwärts gehen. Endlich geschafft. Boah. Endlich wieder normaler Asphalt. Hier stimmt es auf jeden Fall wieder. Zumindest in die Richtung, die ich jetzt fahre, nämlich da lang. Aber laut der Beschilderung hätte ich von da kommen sollen. Und ich bin von da hinten gekommen. Also entweder sind die GPS-Daten von Radkompass, wo ich hier runtergeladen habe, totaler Bullshit. Oder Google und Komoot machen damit totalen Bullshit. Ich weiß es nicht. Naja, ich werde mich jetzt trotzdem nicht an die Beschilderung halten. Ich werde jetzt weiter nach Komoot fahren. Das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Jetzt lasse ich es auch dabei. Und dann muss ich halt damit leben. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht.
Aber ja, es gab auch ein paar Stellen, zum Beispiel heute Vormittag in Hamburg, wo ich diesen Berg darunter fahren musste im Wald. Also eine sehr steile Abfahrt mit Wurzeln und allem drum und dran. Laut Radkompass ist diese Route für eine leichte Radreise für die ganze Familie. Ich möchte gerne sehen, wie Omi und Opi mit ihren E-City-Bikes diesen Abhang runterbrettern. Also irgendwas scheint ja da nicht zu stimmen. Wo der Fehler allerdings liegt, weiß ich nicht. Ich würde fast dazu tendieren, dass Google und Komoot da Mist bauen. Obwohl ich bei Komoot gesagt habe, er soll die 1:1 importieren, nichts daran ändern. Ich weiß es nicht. Oder halt die Daten, die da auf Radkompass runterzuladen sind fehlerhaft. Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Egal, ich fahre jetzt weiter. Ja, ich muss auch sagen, heute bisher finde ich, war ganz nett hier lang zu fahren. Da haben wir wieder D-Route 7 Schild. Aber im Vergleich zu gestern und vorgestern ist es eher ein bisschen langweiliger, würde ich sagen. Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass mein Knie mir Probleme macht und ich hier eher so ein bisschen rumdümpel, als ernsthaft Strecke zu machen, weil ich halt mein Knie ein bisschen schonen will, damit es morgen hoffentlich wieder besser ist. Hängt auch damit zusammen, dass ich heute oder beziehungsweise gestern, vorgestern war der Weg das Ziel. Heute ist so ein ganz klein bisschen das Ziel für mich das Ziel. So, ich bin in Zeven angekommen. Jetzt fahre ich zum Hotel. Es liegt ungefähr 10 Kilometer hinter Zeven. Das ist Feierabend für heute. Dann bin ich bei 100 Kilometer und das muss reichen. So, ich brauche noch gute 20 Minuten bis zum Hotel. Das heißt, ich bin um 19 Uhr da. Ich wäre gerne eine Stunde früher da gewesen, aber heute ging alles irgendwie ein bisschen langsamer, aber ist auch besser so. Meinem Knie geht es auf jeden Fall etwas besser. Ich merke es nicht mehr so sehr wie heute Vormittag. Entweder habe ich mich dran gewöhnt oder es ist in der Tat ein bisschen besser geworden durch die Bewegung. Aber ich will jetzt nicht drauf schwören. Wenn ich Pech habe, ist es morgen noch schlimmer. Ich habe mir gerade bei der Tankstelle noch ein leckeres Radler geholt und eine Tüte Gummibärchen, weil ich da jetzt einfach tierisch Bock drauf habe. Und ja, werde dann gleich im Hotel ausspannen. So, jetzt gab es noch mal einen kleinen Nieselregen bei Sonnenschein.
Aber das soll mir jetzt auch recht sein. Es war den ganzen Tag trocken zum Glück. So, Endspurt. So, ich bin im Hotel angekommen. Relativ simpel, aber sauber. Und ja, Frühstück gibt es nachher, gibt es morgen früh auch. Es gibt hier noch ein Restaurant, wo ich theoretisch noch essen könnte. Aber jetzt werde ich erstmal duschen gehen. Dann werde ich nochmal das Zelt auspacken, damit es wirklich ganz trocken wird. Und meine Wäsche waschen, damit die auch bis morgen trocken ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich im Restaurant was essen gehe oder ob ich habe nicht so viel Hunger. Ich habe aber noch ein paar Sachen dabei, die ich mir auch genehmigen könnte. Ich schau mal. Sie ist klug, Linda ist erfolgreich. Linda kann ich nicht ausstehen. Ja, aber das werde ich ändern. Du musst nur Donna sagen, dass sie Linda sagt, dass... So, und damit und hiermit und damit verabschiede ich mich für heute und bis morgen. Tschüss.